Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Cognition. Ja, wir wollen heute mit Cordelia sprechen. Letzte Folge haben wir hier mit Rose noch die Telefonnummer abgecheckt. Wir haben eine neue Kognitionskugelkraft und ich hoffe, sie ist jetzt da. Befindet sich auf jeden Fall beim Friedhof, hier beim Cemetery. Da sitzt sie. Hello, Erica. Hi, Cordelia. Ich dachte, wir legen gleich los. Warte mal. Die macht jetzt schon so einen bedrückenden Eindruck, ne? Cordelia was there that night. I knew I'd seen her before. Hä? Was? Was? Wie? Wo? Ich glaube, wir sollten erstmal mit ihr sprechen. Cordelia, this is hard for me to say. I don't even know where to start. Try me. I remembered something from the night that my brother died. I knew I had seen you before, but I couldn't place it. 3 years ago, you were here the night he was murdered in this cemetery. I know. That's why I tried to find you at the FBI office. I remembered seeing you here that night, too. When I realized who you were, it was horrible. I'm so sorry. Yeah. I hope it wasn't a problem my coming by the office. I just didn't know how else to contact you. It's fine. It's just been a busy few days. I can give you my cell phone number if you ever need to contact me again. Thank you. Cordelia war also dabei, als Scott damals starb in der Nacht. Und daher kennt die sich auch, ne? Ja, kommt es einem so ein bisschen bekannt vor. Aber was hat sie denn... Also es ist ja das Cemetery hier. Hier starb ja, also in der Nähe starb ja tatsächlich auch Scott. Wir fangen mal... Wo fangen wir denn an? Hier, was hast du dort gemacht? What were you doing here? I was visiting Max's grave. And how did you get close to the crime scene? I was sitting here, and I heard a gunshot. I didn't know what it was, so I called 911. Minutes later, I saw the commotion, the police cars, and I got closer. A police officer asked me to leave, but before I did, I saw you. It was you. Sie hörte einen Schuss. Also Scott ist ja damals mehr oder minder an seinen Verletzungen erlegen. Als wir dann noch mit John standen, da wurde geschossen. Aber mehrmals. Naja, gut, ist wahrscheinlich auch irrelevant heutzutage, aber sie hat mich dann also gesehen. Gut. Well, you said you took over the business from your brother. What do you do? He owned and managed some properties in the city, so now it's what I do. I'm not nearly as visionary as Max was, though. Sounds like good work. Not quite as interesting as being an FBI agent. Interesting, yes. Good for your blood pressure or psyche, that's up for debate. That sounds like you've had a bad day. You could say that. Do you want to talk about it? Sully, oh Mann. Ja. A friend of mine was taken by someone this morning. I don't know where he is, but I know he's hurt badly and I have to find him. That's awful. But you sound determined. I'm sure you'll find him. Just finding him isn't good enough. I found Scott, I found Davies, and I was too late to save either of them. I know what it's like to lose someone close to you, Erica. You care about this friend of yours a lot, don't you? I do. More than I've let him know. But there are things I haven't told him about myself. I wish things were... Simple? Exactly. Something normal. Something that isn't messed up. But I'm starting to think there is no not messed up in my life. You sound a lot like me sometimes. Ich glaube, die könnten echt beste Freundinnen werden hier. Tja. Verkorkst ist gut. Ich meine, Sully ist heute Morgen entführt worden. Eigentlich hätte man hier die ganze Polizei mit einbinden müssen. Stattdessen ist es wieder nur Erica irgendwie. Das ist ganz merkwürdig. Wenn jemand von der Polizei entführt wird, dann würden die da Alarm schlagen. Jeder. Naja. Warum bist du ins Büro gekommen?
You didn't need to come to the office to tell me you remembered me. Why were you really there? I wasn't sure I wanted to say it. I feel kind of dumb. It's just... Recently, I felt unsafe at my apartment. I started noticing a man hanging around. I don't like how he looks at me. After I realized who you were, I remembered something. That night you were here, I think I saw him here too. What? Cordelia, what do you mean? I can't be positive. He looks different. There are scars on this guy's face, but I swear I remember those eyes. It might be him, but more importantly, I'm afraid. If that man is really... I can't check it out myself right now, but I can get a car over there at least. Someone to keep an eye on things until I can get there myself. You'd do that? Thank you so much, Erica. I live at the Enthon Towers by the Charles River. You did the right thing. I'll get over there myself soon, I promise. Da wird die Cordelia also vielleicht schon beobachtet von unserem mysteriösen guten Freund. Ja. Sully verschwunden. Ich sag's ja, das ist hier so ganz merkwürdige Polizeiarbeit. Aber hey. What was your brother like? Max... He was the real star in the family. Brilliant. Everyone loved him, and he was always kind to me. We lost our parents when I was still young, but he always looked out for me and made me part of the business. I wasn't really qualified at the time, but I tried to be for him. It sounds like you were really close. We were. I miss him so much, even now. I know he's gone, but there's still this hole where he used to be. Well, same with me and Scotty. I'll hear a joke I know he'd love, or see a movie that's right up his alley, and sometimes I forget for a minute that I can't tell him about it. Those are some of the best minutes, though. I talked to Rose. You were right. She's been a big help. She's a good woman. I'm glad it worked out. What kind of pain did she help you with? Oh, it was... She helped me deal with Max's death. We'd just moved into a new place before it happened, and I wasn't dealing very well with it. I felt like I had no one else to turn to, no one else who understood what I was going through. Oh. Well, glad she could help you. I was lucky I had people like John and my dad after Scotty died. I can't imagine going through it alone. Okay. I need to get back to my case. I'll let you know when I've got a car at the towers. Thank you so much, Erica. If there's anything I can do, even if you just need to talk again, you've got my number. I might take you up on that. I like not feeling quite so... weird. Alles klar. Die Cordelia muss also mehr oder minder jetzt beschützt werden. Cordelia was there that night. I knew I'd seen her before. Jetzt macht der Satz da auch unten Sinn, ne? Noch irgendwas? Man kann sie noch mal befragen. Oder man kann noch mal mit ihr reden. Nee, nichts mehr. I've gotta get going. Good luck. Wie mache ich das denn jetzt mit der Streife am besten? Wahrscheinlich im Hauptquartier. Eventuell sind ihre Apartments jetzt auch eingezeichnet? Nein, Cassie Apartment, Downtown. Melissas Apartment, ist sie jetzt eigentlich mal da? She's not home. I left my card and told her to text me when she's home. Dann fahre ich wahrscheinlich mal zum FBI-Hauptquartier oder so. Guck mal, dass wir da die Cordelia versorgen können. Und dann muss ich noch zu Terrence rüber. Gwen, noch irgendwas? Hey, Gwen. Any news? Not really. Sorry. Oh, zwischenbehördliches Antragsformular. I need an interagency request form. Here you go. It looks like you're buried in paperwork. I'm so busy I haven't been able to get these forms to McAdams to get them signed. He's gonna be so mad at me. Thanks, Gwen. Hilfe anbieten, ja gut. Let me bring the stack in for you at least. Would you? Oh, thank you, Erica.
You are a savior. No problem, Gwen. Na gut. Tschö. Thank you, Gwen. Anytime. Dieses Antragsdingensformular. Was ist das jetzt? Ist das zufällig für Cordelia hilfreich? A blank interagency form. I'll need McAdams to sign it to get a police car over to the Enthon Towers. Verstehe. Habe ich mir schon fast gedacht. Hey, dann war ich ja bei Gwen richtig. Cool. Schnell mal zum... Hallo? Ha! Da steht immer noch Davys Büro, ne? Das ist ganz verwirrend. Hi, Schnösel. McAdams? Agent Reed? Enthon Towers. I need a BPD car sent over to the Enthon Towers. Why? A friend of mine. She thinks someone may be stalking her. Then she should call the police and file the complaint with them. Focus on your case. I shouldn't need to stress that Agent Sullivan's life depends on it. Alter, willst du mich jetzt verarschen? About that interagency request. The answer is still no, Agent. Stop wasting time and get back to work. Damn it! If I tell him what it's really for, he'll never sign anything. Dann lüg doch einfach. About that interagency request. The answer is still no, Agent. Damn it! Boah, Kerle, I'll Alter. get back to it. See that you do. Ist das ein Schnösel? Ne, ich sag's euch. Ja, ist ja erstmal Papier. I want to make sure my form's on top. Ach so. Ach so. Sag das doch. I'll just add this one on top. Ha. Clever, Agent Reed. Here, these are from Gwen for you to sign. And why are you bringing me these? Because Tess quit. The evidence room was robbed, and she's going gray trying to keep everything together out there on her own. She has her job, you have yours. But fine. Give her this one, she can get the rest later. Dankeschön. Idiot. Approved. Approved ist auch gut. Der unterschreibt das, ist so ein riesiger Stempel, ne? Approved. Warte. Will ich mir mal angucken? One interagency request form, signed by McAdams, ready to send to the BPD. I'm gonna catch a lot of shit for this one. Das ist doch nur eine Streife. Merkwürdig, wie die hier alles handhaben. Wo gebe ich denn das jetzt ab? Bei der Gwen oder was? Muss die Arme irgendwie alles machen? Ich glaube, die muss alles machen. Gwen! Here are some of those forms, Gwen. I think he said to bother him frequently about getting the rest of them done. Oh, I'm sure he did. Thanks, hon. And could you fax this to Officer Jonathan Duffer at the BPD for me? All right. Thanks, Gwen. Hey, immerhin das. Wir haben schon mal was geschafft. Hello, Erica. Hi, Cordelia. It's all sorted out. There'll be a police car outside the building soon. I'll get there when I can, but in the meantime, if you see that guy, let them know, okay? Thank you so much, Erica. I feel safer already knowing you're looking out for me. I'm glad I could help. I'll call you later. It's from Melissa, Kelsey's old roommate. She's back at her apartment. Ah, das passt ja gerade wie die Faust aufs Auge. Hallo, Mrs. Reed, hier ist Melissa Carubia. Ich bin jetzt zu Hause, falls Sie vorbeikommen und mit mir sprechen wollen. Okay. Kann man... Nö, dann gehen wir sie jetzt mal besuchen. Gwen, ich glaube, ich habe auch nichts mehr für dich, ne? Wir sind hier fertig. Jo, los komm, ab nach draußen. Melissas Apartment. Hello? Miss Carubia? Who is it? Special Agent Erica Reed, FBI. Yes, of course. The Dean's office called about you. Namaste, Miss Reed. It's Agent Reed, actually. Of course. My apologies. Please, have a seat. Oh. Namaste. Oh, Grundgültiger, wo bin ich denn hier reingeraten? Anrichte.
wie Studentenwohnheim, ne? Also wie so eine Studentenbude halt. Studentenmädchenbude. Hey, this bureau's actually pretty nice. Under all that clutter. How'd that happen? Man, this place is cluttered. These things are all packed with books, trinkets, jewelry boxes, papers, folders. Who knows what else? Das ist eine sogenannte Deko-Wohnung. Artistic endeavor or just decoration? Decoration. Oh yeah, baby. Was? Jaunty Abyss Poster. Ach, schon wieder diese Abyss. Jaunty Abyss features DJ Abhorrence. That was the DJ name used by Nick Stewart, one of the other victims. DJ Abhorrence. Da ist er schon wieder. Regale, das hatten wir. Wir reden natürlich gleich mit ihr. These are all for local bands and clubs. Empty water glass. Does this girl pick up anything? Erika, wo bist du? Ja, komm mal wieder durch die Wand, bitte. Das ist auch besser so. Oh Gott. How long has that thing been blinking 12 o'clock? Das ist der erste Bug, den wir finden. Das ist okay. All I can see is that bright purple chair. Where do you even find one like that? For a drum circle, no doubt. Gibt's da so einen leichten Unterton, meine Liebe? Gibt's da einen leichten Unterton? Eine Flöte. A flute? No, wait, that's a recorder. They taught us how to play Three Blind Mice on those in 3rd grade. What exactly is she going to music school for again? Ja, Flöte. Sure, yeah. The floor's a great place for a wet towel. Besonders ein Holzboden, ne? That's a weird way to arrange dresser drawers. I'm not here for a panty raid. Ja. Couchtisch noch? The second-hand coffee table. A college standby. Mine was never covered in tarot cards, though. Wir haben noch die Lampe. The ceiling lamp is kind of pretty. Wait a second. Did she make that out of a hookah? Oh, toll. Wenn man Sachen zweckentfremdet. Ich finde das ja gut. Zum Beispiel, jetzt mal als Gegenbeispiel, ich habe in meiner Küche nur so eine einfache Glühlampe, ganz zu Anfang, als wir hier eingezogen sind, war da nur so eine ganz einfache Glühlampe. Ich habe da irgendwann mal einen ganz normalen Flechtkorb rangehangen und seitdem sieht das super aus. Aber ja, bis heute hängt dieser Flechtkorb über dieser einen Glühbirne. Und es funktioniert aber wirklich ganz wunderbar. Tja, zweckentfremdet, ne? Oh Mann, meine Rüppelkammer, ne? Ist auch so ähnlich. Poster, Melissa, Schreibtisch. Warte mal, das hatte ich jetzt alles. Couchtisch noch untersuchen. Aha, Tarotkarten, das Wasserglas nochmal. Empty water glass. Does this girl pick up anything? Also es ist ja jetzt nicht dreckig oder so. Es ist halt nur Deko. These are all for local bands and clubs. Ist doch eigentlich relativ sauber. Ugh, she couldn't be bothered to throw it out when she was done. Die ist gerade nach Hause gekommen. Melissas Regression. Das ist wahrscheinlich verknüpft mit dem Gespräch auch, ne? Wenn ich jetzt was vorwegnehme, machen wir gleich. That's a weird way to arrange dresser drawers. I'm not here for... Für Panty, das ist Melissa. This girl is the hippiest hipster I've ever seen. Naja, wenn es ihr gefällt. Hier ist doch ein anderer, ein normaler Apfel. All organic apples, no doubt. Natürlich ist sie dann auch vegetarisch, ist ja klar. Those look well used. Oh. She must be pretty into the spiritual occult stuff. Wouldn't surprise me if she knew Rose, actually. The Void war da gerade. Kann ich hier kurz nochmal raus? Ich wollte hier nochmal die Kugel benutzen. Hier ist nichts. Okay. Dann auf geht's. Can I ask you a few questions? Of course. Of course. Ja, dann fangen wir an. Erzähl doch mal von dir. Can you tell me about yourself, Miss Karubia? Melissa's just fine. I'm a senior at Berkeley, studying composition and music therapy. Music therapy? They teach that here?
Oh, yes. It's a wonderful program. Music can be a powerful healer and helper for all kinds of people. If you say so. Es ist definitiv etwas, was ihr steht. Ne, diese Musiktherapie, das passt zu ihr wirklich wie Arsch auf einmal. Okay, erzähl mir doch mal was über Kelsey. Oh. Ach Mann, Leute, meine eine Maus ist wieder so aktiv. Das ist unglaublich. Jetzt schmeißt die Sachen um. Lasst euch nicht irritieren. What can you tell me about your old roommate, Kelsey Gardner? Poor girl. She was so bright when we met. Then it all fell apart on her. First, she lost her scholarship, then her work study, then she got refused for a loan, then she dropped out. We lost touch after she moved out. Is she all right? Did you find her? Not yet. What was she like? She was nice, but she had a hard time deciding what to study. Very unfocused. She even tried to get a club DJ to teach her how to spin once. And the last time you talked? What did she say then? It wasn't good. Her aura was an angry mess. Angry about what? Oh, a lot of things. Geldprobleme, DJ. What do you know about her financial problems? Kelsey couldn't afford to pay tuition after she lost the scholarship and got fired from her work study. No loans, no favors, and her family couldn't help either. She was really mad at everyone. I was given her spot in the chamber choir and she was so mad. Was that the last time you talked to her? One of the last. The very last was when she moved out and couldn't pay her half of the rent that month. That must have been a strain for you. Yeah. Oh, no, I forgot. Her boyfriend paid it off for her a few weeks later. What was her work-study job, and why was she fired? She worked at the dean's office. She said it was unfair that she was fired, but I don't know why it happened. The dean of students? Daniel Chapman's office? He didn't say she worked there. She did. All of sophomore year, maybe longer. When was she fired? A month into junior year, I think. So much for not knowing her. So eine Ratte, ne? So eine Drecksratte. Der Dekan hat gesagt, er kennt sie ja wirklich nicht. Aber warum gibt er uns dann die Adresse eines Mädchens, also jetzt so also für die Melissa? Ich meine, da muss man davon ausgehen, dass sie irgendwann mal erzählt, ja, die Cassie hat da gearbeitet und so. Ich meine, bedenkt man das nicht? Und warum hat er gelogen dann? Den werden wir gleich nochmal besuchen. Who was Kelsey's boyfriend? Joey. Joey. Last name? You know, I don't know. But he worked at the post office down the street. I was just there yesterday, actually. Joey. What does he look like? Oh, brown hair, blue eyes. He had a very nervous aura. Sounds like the clerk I met. Weird. What else do you know about him? Not a lot. He didn't talk to me much. He was always focused on Kelsey. He loved her so much. I don't think she was quite as into him, though. Do you know if they were still together when she went missing? I don't know. Unfassbar. Das ist der kleine Typ vom Post Office. Also der uns das Paket gegeben hat. Das ist der Joey. Das ist der Freund der Cassie. Wie hängt das denn hier alles zusammen? Das ist ja abgefahren. Na gut. Have you had any contact from Kelsey at all since she disappeared? Like, from beyond? Beyond what? Beyond, you know, spirits. Of course. Yes, I think Kelsey might have tried to contact me. Through the spirits. No. There was a package outside my door this morning. It had a charm in it, just like this bracelet she used to wear. A silver charm? Where is it now? It's, fudge. I know I put it somewhere around here, but I forget where. I'll have to focus and seek guidance from the spirits. But it works better when I'm alone. You do that. Natürlich hat sie das vergessen. Natürlich müssen wir gleich unsere Kognitionskugel anwenden. Also sie kriegt einen Silberanhänger. Das könnte gefährlich werden, die Situation. You said she was trying to learn how to DJ? Who was teaching her? DJ Ab Horrence. I've heard that name before.
Ja, das erste Opfer. Was his real name Nick Stewart? DJ Abhorrence isn't? Was he close with Kelsey? She knew him better than I did, but the lessons didn't last that long. Oh, ich hätte jetzt den richtigen Namen sagen sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie der hieß. War das Nick oder der andere da, der Stewart-Teil? Oder war das Nick Stewart? Ah, ist egal. A silver charm? Where is it now? It's, Okay. I'll have to focus. You do. Ich glaube, ich werde mal meine Kognitionskugel auspacken. Thanks for your time, Melissa. Namaste, Miss Reed. Es heißt Agent Reed. Kinders. Mann, Kinders. Melissa. I need to get closer. Das war jetzt nicht dein Ernst. Wie war das nochmal? The Couchtisch. second. Untersuchen? Dann bin ich in der Szene. So. I need to get closer. Du bist doch schon... Hallo. Madame. Kerstys leerer Umschlag? Was sagt denn die eigentlich dazu? This is not going. Setz dich mal bitte nochmal. Can I ask you a few questions? Of course. Aber sie hat sich hingesetzt. Sehr gut. Das ist ja das, was ich wollte. Ist manchmal sehr umständlich. Please, don't touch me while I'm seeking guidance. Sorry. I need to find a way she'll let me touch her. Knifflig. Wise Monkey Akte. Ich kann ihr mal so einen Anhänger zeigen. Vielleicht guckt sie sich den an und sagt so, ja, das ist auch so einer. Those two don't work together. Schade. Die Tarotkarten. Those look well used. She must be pretty into the spiritual occult stuff. Wouldn't surprise me if she knew Rose, actually. Das müsste doch aber funktionieren mit den Tarotkarten. Antatschen darf ich sie nicht. Oh Gott, das wird ja hier noch eine Szene. Mädchen, mach mir doch keine Szene. Those two don't. This girl is the hippiest hipster I've ever. Wir haben Teststift noch. Gitarrenanhänger. This is not. Verdammt. Können wir eigentlich irgendwas mittlerweile kombinieren? That won't work there. Ich wollte es nur gewusst haben. Benutzen. Vielleicht das Handy? Oh, halt. Was können wir ihr denn mal zeigen? That won't work. Verdammt. Das Poster? Okay, dieses Apfel-Dingens-Gerippe. Ugh, that's Aber nichts, was wir gemeinsam anfassen könnten, all ne? organic. Die Tarotkarten, also Tarot wäre doch echt eine Sache. Thanks for your time. Namaste. Ja, das wird schon. Vielleicht muss ich sie gleich auch nochmal besuchen, nachdem ich irgendwas eingesammelt habe. Trommeln? Flöte? Ich kann nichts anfassen. Das Wasserglas, das leuchtet mich irgendwie schon die ganze Zeit an. Die Lampe? Couch durch Kommode. I'm not here. Verdammt. Okay, ich hau mal ab. Wie zur Hölle komme ich hier eigentlich raus? Ah, verlassen. Ich gehe mal ganz kurz... Ah ja, stimmt, das Postoffice ist ja jetzt auch da. Na gut, lass uns das machen. Ansonsten gehe ich nochmal den Dekan. Den müssen wir jedenfalls auch nochmal voll auf die Finger klopfen, weil das geht ja so nicht. Wo ist denn der Joey hin? Hallo? Erika, lauf. Erika! Sie will nicht laufen. People actually still use regular mail. In the latest statistics the department got, email usage outnumbered snail mail 80-1. But that was still 177 billion pieces of mail sent. What can I say? I'm a dork for statistics. 5 counters and only 2 are manned. I guess we're not the only government institute hit by the recession. Ja, er scheint das nicht That's zu what sein. Joey was yesterday. Ach so, er ist es aber nicht. Ah. Can I talk to you? That's what they pay me for. How can I help you? Sollte das gerade witzig sein? I'm looking for a man who works here named Joey.
Joey Gothals. I think so. You and me both, lady. He ditched his shift today. Didn't even call in. I get called in instead. Have you called him? Has anyone been by his house? They called, sure. No answer, or he'd be here. And I doubt anyone went to his house. Why? I need his address. I can't just give you that. Pass mal auf jetzt, ne? Scheiße, ich kann gerade nicht auf meine FBI-Marke zugreifen. Did you know Joey's girlfriend, Kelsey? Sorry, ma'am, I don't know him that well. We just work together. That's all for now. Okay. Jetzt pass mal auf. Du gibst mir jetzt sofort. I'm an FBI agent, and I need to speak with Joey about a case. Give me his address or get your boss. Crap. Yeah, okay. Here it is. Is he in trouble? No, I just need to ask him some questions. Wie die Leute immer sofort ausflippen, wenn man so eine FBI-Marke zückt. So, zack! Und ja, natürlich, klar, sie bekommen alles von mir. Ich gebe ihnen die Welt. Das ist immer das Beste. Funktioniert aber, ne? Von daher soll uns das eigentlich wurscht sein. Guck mal hier, die This is Postfächer. not going to work with this. Oh, entschuldige. That wall's got all the post office boxes. Das hat da bestimmt auch noch irgendwas zu bedeuten. Auch hier nochmal kurz spickern. Nein, nix da, dann hauen wir ab. Und das riecht schon wieder alles ganz, ganz schlecht, ne? Mit diesem Joey auch. Joey's Place. Es ist... Irgendwas passiert im Hintergrund mit den Leuten. Joey ist auf einmal nicht zur Arbeit erschienen, ne? Diese komische Kelsey-Sache mit Melissa, der Dekan. Irgendwas ist ja ganz faul. This looks more like some old boarded-up warehouse than a home. What a weird place to live. Aber so langsam steige ich dahinter. Also es scheint wirklich alles verknüpft zu sein miteinander. This looks more like some old boarded... Okay, Abdeckung. Gucken wir uns mal an. Wir müssen irgendwie reinkommen. Aber warte mal, warum klingelst du eigentlich nicht vorne? Wow, diese Treppenanimation. Die war gut. It looks like a fuse box. I've never seen one on the outside of a building before. Ja, es kommt drauf an. Oh, it's locked. Oh Mann, ich glaube, ich muss echt mal zu Terrence, ne? The front is all boarded up windows I can't reach. At least there's a door here. With no handle. Great. Mr. Gothals? This is Erica Reed, FBI. We met yesterday at the post office. I'd like to ask you some questions. Joa, ich glaube, dir wird keiner aufmachen. No answer. Tja, Erika. Kabel. Oh, warte. The front is all boarded up windows I can't reach. Nee, ich möchte das... Warte, das Kabel. That kind of casing usually protects wires. These are going right into the door. Es scheint ja eine elektronische Tür zu sein. Halt. Und zur Not schießt du da einfach drauf. This is not going to work with this. Hey, du hast letztens erst ein Schloss erschossen. Also ich wollte es ja nur gesagt haben. Dietrich? Ja, wir kommen da mit einem Dietrich I've got no rein. reason to pick the lock on the Shit. fuse box. Ja, weil du da rein willst. Zurück nach unten? Erika, diese Fragen, ne? Doesn't look like he's home. Das kann doch nicht wahr sein. It looks like a fuse box. Erika. I've got no reason to pick the lock on this fuse box. Oh, it's locked. Verdammte Axt. Ich muss, glaube ich, echt mal zu Terrence, ne? Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch Zeit. Ich gehe mal kurz zu Terrence vielleicht. Also er ist so meine Nummer 1 in Sachen Werkzeug und Pipapo. Der hat ja da quasi ein ganzes Lager hinten. Also ich hoffe einfach, dass er uns weiterhelfen kann. Auch bei Casey's Apartment, da ist ja doch dieser Ventilator. Ich schätze mal, da kriegen wir das zweite Objekt, was sich dann mit dem Briefumschlag kombinieren lässt. Das ist meine Vermutung. Ich fahre mal ganz kurz in die Morgue. AFK. Du willst mich verarschen. Da ist der Terrence nicht da. AFK. Terrence must be working the crime scene at the Old South Meeting Hall. Oh no. Oh no. Terrence!
Ich brauche doch Werkzeug. Ach so, ein Scheiß, ne? Meint ihr, ich krieg vielleicht mit dem Dietrich den Ventilatorschacht auf bei Caseys Apartment? Ha. Also das ist etwas, das wir nicht versucht haben. Agent Reed, Oh. how can I help you? I wanted to say goodbye to Davies. Everything happened so fast I didn't have a chance before. You know my rules, Agent Reed. No contamination and no private visits before I've finished my work. Right. The autopsy report must be happening soon. I have paperwork to take care of. Please, show yourself out. Sorry to interrupt. Wir werden gleich wieder nach Hause geschickt. Sie hatte echt noch Davies auf dem Tisch liegen, ne? Das ist ja unfassbar. Davies, Tatsache, Feueralarm. Ich wusste gar nicht, dass Davies da unten liegt. Oh Gott. This ought to give me some privacy. Now I need to get out of sight. Ja, Tresen. Grandiöser Schlenker hier. As if I'm not busy enough already. Should have expected it. Better move fast. Ich weiß doch noch gar nicht, wo es eigentlich hinausläuft. Ach Gott. Wir müssen wahrscheinlich zu Davies schnell runter. Erika, Suche, meine gute Erika. Oh, was? Oh Gott, meine Ohren. Davies. Ich schätze mal, wir müssen sofort ran zu That Davies. must be Davies. Ich weiß nicht, was wir machen müssen, aber wahrscheinlich irgendwas mit Davies. Sorry I was such a pain in the ass sometimes, Davies. You were good. One of the best. I wanted to hate you for closing that case, but you were right to do it. And if I hadn't have been so tired because I was still working on it, I might have gotten there in time to save you. But I'm not gonna stop until whoever did this is behind bars. I promise. Aber eigentlich ist das doch schon Wochen her. Die Tess hat da... Schaut mal da, die Handgelenke. Mal ganz kurz. Eigentlich ist das There. Wochen her. That'll help me do a search on it later. Psi is the 23rd letter of the Greek alphabet. It is often used as a prefix signifying subjects that relate to the brain or soul. For example, psychology. It is also used in words relating supposedly supernatural phenomena, as in the word psychic, or the word scion. Also als Präfix ist ein Anhängsel. Das gibt es im Lateinischen halt ziemlich häufig und im Ägyptischen übrigens auch. Ne? Also das Präfix ist dort sehr gängig. Ist also ein Anhängsel. Relate to the brain or soul. Okay, das ist irgendwie noch weird. Die Naht. Gallagher did the autopsy already. Wir brauchen sicherlich das Band. Oh, looks like I'm in luck. She left a tape for the recorder here. Nimm's mal mit, I'm bitte. sure she won't mind if I borrow this without asking. Das hören wir uns dann gleich noch an. At least with her eyes closed, she looks more peaceful. Ah. Her neck broke rather than her strangling to death. Small mercy. Naja. Also, neck broke Her ist dann neck halt... broke rather than her strangling to death. Small mercy. Das ist quasi der schnelle Tod. Also, ja, beim Erhängen kannst du Pech haben und das Genick bricht eben Tatsache nicht, weil es ist in dem Fall eine ganz gute Sache, weil es halt schneller geht. Ne? Es klingt komisch, ist dem natürlich auch. Handgelenke. I recognize this now. It's the Greek letter psi.
I should compare this to the picture of the other tattoo and try to figure out what it means. Oh, das sage ich dir schon seit der ersten Episode, dass du das rausfinden sollst. That's the same tattoo that was on the hangman. This has to mean something. Hast du den echt Hangman genannt? Na gut, wir hauen ab hier. Gibt's noch was am Schreibtisch? Gallagher's desk. Nö. It's really not the bodies so much as the death that makes this place so depressing. No. I'll leave those to Gallagher. No, ist gut. Wir gehen jetzt wieder nach oben. Errungenschaft. Pay your respects. Agent Reed, what are you doing in here? There was a fire alarm. Was there? I didn't hear anything. I was in the bathroom. The whole time? Hey, I don't ask what you do in there. Damn it, Reed, you are wasting time. Mine, yours, and might I remind you, Agent Sullivan's. Get your ass back on the job while you still have one. I am doing my job. If you don't like it, fire me. Don't tempt me. If I find you stepping out of line one more time, you're looking at a suspension. If you're lucky, get out there and find Agent Sullivan. Fine. Natürlich, lasst das nur eine Polizistin machen. Ihr seid so eine Penner. So eine Arschlöcher. Ach, Kette, was machst du denn heute? Wo kann ich mir denn das mal geschwind anhören? Da unter und komm, ich gehe mal zu diesem Joey Place nochmal. So ganz still und heimlich hinterher, wie sie hier so angetudelt kommt. Das ist sehr schön. Ihr Lieben, wir machen jetzt Schluss für heute. Wir hören uns die Kassette dann nächstes Mal an. Ein leeres Band. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Was wollte ich sagen? Ihr hört nicht auf mich. Hört einfach nicht auf mich. In 2 Tagen sehen wir uns wieder, also übermorgen. Und ich bin erstmal dann weg. Tschüss, mit Ö.